Das sicher legendärste Auto mit Wankelmotor. Dieser Wagen heißt C111. Bei seiner Entwicklung war gefordert ein Sportwagen, Höhe nicht über 1,10 Meter, Radstand 2,62 Meter, Spurweite vorn 1,44 Meter, hinten 1,37 Meter. Wankelmotor in der Mitte. Geschwindigkeit über 260 Kilometer pro Stunde. 1969 stellt Mercedes die erste Version des C111 fertig. Karosserie aus GFK, dreirotoriger, 258 PS starker Einspritzwankelmotor als Mittelmotor. Eine Revolution. Die 3x600 Kubikzentimeter der Brennkammern sind vergleichbar mit einem 3,6 Liter Hubkolbenmotor. Kurz nachdem erste Fotos des angeblichen Supersportwagens mit Flügeltüren in den Medien auftauchen, treffen auch erste Bestellungen und sogar Blankoschecks in Untertürkheim ein. Trotz der erreichbaren 260 Kilometer Spitzengeschwindigkeit, das Drehmoment des ersten C111 erweist sich als schwach. Anscheinend mangelnde Qualität der Verarbeitung. Die Kunststoffkarosserie fertigt eine externe Waggonfabrik. Und Probleme mit dem Dreischeibenmotor stehen einer Serienfertigung im Weg. Ursprünglich soll der C111 C101 heißen. Aber Peugeot lässt sich schon früh die Null in der Mitte von 3 Zahlen schützen. Mercedes bleibt nichts anderes übrig, als den Wagen C111 zu nennen. Stilistisch und geschmacklich eine gute Entscheidung. Designer und Konstrukteure arbeiten noch mit herkömmlichen Methoden, also Stiften und Plastilin-Modellen. Neben der Kunststoffkarosse entscheiden sie sich für eine verschweißte und vernietete Bodenrahmengruppe aus Stahl mit integriertem Überrollbügel. Damals schwer zu glauben, heute immer noch überraschend. Das Handling. Sensibel und präzise, weich und trotzdem nicht schwammig. Das Geheimnis der sehr gut abgestimmten Straßenlage: elastisch gefedert, straff gedämpft. Der C111 dient der Erprobung des Wankelmotors. Schnell ist klar, dass der Dreischeiben-Kreiskolbenmotor nicht das Maß der Dinge ist. Ingenieure, Konstrukteure und Designer arbeiten weiter. Schon wenige Monate später gelingt ihnen ein Durchbruch, technisch und in puncto Design. Aus dem Modell 1 entsteht 1970 das Modell 2. Mercedes präsentiert den Exoten auf dem Automobilsalon in Genf. Ein optischer Hammer. Jetzt ausgerüstet mit einem 350 PS starken Vierscheiben-Kreiskolbenmotor. Als Höchstgeschwindigkeit sind bis zu 300 Stundenkilometer möglich. Der damalige Projektleiter Dr. Hans Liebold holt den Wagen noch einmal aus dem Werksmuseum auf die hauseigene Teststrecke. Der Ingenieur über seine spannende Zeit mit dem C111. Ja, auch wenn es zeitlich natürlich manchmal so ging, dass man bis zu 36 Stunden am Stück gelegentlich da war. Aber es hat allein die Begeisterung von allen, die mitgemacht haben. Und dass sie so gut wie niemand ihnen irgendwelche Steine in den Weg gelegt hat. Und dass man auch sehr viel Freiheit hatte, alles das zu probieren, was man eben probieren musste und was man für richtig hielt. Alleine das ist schon schon in der Erinnerung auf alle Fälle sehr, sehr viel wert. Außergewöhnlich war es ja damals, dass es für uns alles, sowohl die Kunststoffarbeiten wie die Geschichte mit dem Wankelmotor, wie auch zum Beispiel die Verwendung von Breitreifen und überhaupt das gesamte Mittelmotorkonzept. Das war ja damals alles auch für uns völlig neu und es stand von vornherein eigentlich nicht fest, was man daraus machen konnte. Ja, das ist eigentlich in unseren Augen doch schon der berechtigte Nachfolger des legendären
ersten Flügeltüres gewesen. Also was man hier sieht, oder eigentlich muss man sagen nicht sieht, weil es mehr oder weniger darunter versteckt ist, ist der Vierscheibenmotor, der in dieser Form damals im Allgemeinen etwa 350 PS hatte. Und dieser Motor hier in dem Wagen, der war insofern ein besonderes Musterstück, als da einer von den Motorenversuchsingenieuren damals eine Version mit sogenannten Stufensaugrohren aufgebaut hat. Der Motor hat zwar nur etwas über 300 PS, aber hat ein unglaublich hohes und fast dieselmäßig gleichbleibendes Drehmoment von 54 Meterkilogramm über den Bereich von ungefähr 2.500 bis 5.500. Und mit dem Motor in diesem Wagen hier, da können Sie heute noch im 5. Gang den Wagen runterbremsen bis auf 1000 Umdrehungen und dann einfach Vollgas geben. Es gibt keinerlei Ruckeln, nichts, der ist gleichmäßig und sauber hoch bis auf 7.000 Umdrehungen. Das ist also gerade das, was man einem Wankelmotor damals nicht zugetraut hat, dass er dermaßen elastisch und ruckelfrei sein konnte. Der große Durst des Wankelmotors ist ein Grund, warum es in Zeiten der Ölkrise im Herbst 73 still wird um ihn. Dieseltechnik steht nun im Zentrum der Forschung. Äußerlich fast unverändert treibt den C111-2D nun ein überarbeiteter 5-Zylinder-Dieselmotor mit 3 Liter Hubraum an, der 190 PS leistet. Zwischen Juni 76 und Mai 79 absolviert der Wagen auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke im süditalienischen Nardo Fahrten, die zu mehreren absoluten Weltrekorden über verschiedene Distanzen führen. Die Version C111-4 hat mit dem Ur-111 nichts mehr gemein. Er soll nur noch Höchstleistungen bringen. Als Antrieb dient ein 4,8 Liter V8-Motor mit 500 PS. Im Mai 79 erreicht das Modell die Rundstreckenrekordgeschwindigkeit von knapp 404 Kilometern pro Stunde.